Hallöchen, ihr Dernale 4 und willkommen zurück hier bei Murder in the Alps, wo es weitergeht. Jetzt endlich mal hier nach 2,5 Wochen, wo nichts kam, ja, weil einfach irgendwie der Launcher nicht wollte. Frag nicht, ich habe keine Ahnung, was das war. Ich weiß es wirklich nicht. Es ging nicht, es ließ sich nicht starten, so von auf dem einen auf den anderen Tag. Ey, ne, Technik, ich weiß nicht. Kein Plan, was da war. Auf jeden Fall, es geht weiter. Ich habe keinen Plan, was ich hier jetzt machen muss. Was der Stand der Dinge war. Genau, ich habe mich ja beim letzten Mal hier mit den beiden getroffen, mit Ruben. Und ich bin jetzt dann im weiteren Verlauf hier zu diesem Knef-Dingen, zu dieser Galerie geschickt worden. Und da geht's jetzt weiter. Genau, ich weiß, es war noch irgendwie Fettgrippesaison am Start. Ja, so richtig schön. Epidemie am drüberrollen. Und es war 1933 so in der Zeit auch eine große Grippewelle. Und jetzt aber erstmal gucken, wie es hier. Warte, ich muss mir erstmal sammeln und schauen, wie das war. Auf jeden Fall, ich gehe mal rein in die Galerie. Good morning, Ruben. Ruben. Bonjour, Anna. Perfect timing. I am about to test my new art installation. A machine? Isn't this an exhibition of Dada art? Why do people think Dadaism, purism, fauvism, who caresism? Me, I hate these isms. Dada is painting, collage, poetry, theater. Art does not have strict borders. Okay. Art cannot be contained in neat little boxes, and neither can I. Oh, Ja, nu? I hope my question didn't offend you. No, you did not offend. You asked a simple question and I beat your head off. My apologies. Oh Gott. The machine is Dada, but it is a critique of my early Dada work. The piece has many meanings, as you will soon see. Where is... Ruben, have you lost something? The wheel that attaches to this bar is missing. Alter. Ist der Dialekt. Let me help you find it. Ja. Ja, genau, hinten. So. Oh, Junge. Okay. Schön wieder hier zu sein. Ich freue mich. Also, haben wir ein Mannequin. Was brauche ich vielleicht? Ich brauche die Halskette von dem. Und ein Grammophon. Warum auch immer ein Grammophon hier rumsteht, frag nicht. Und Zeitungsausschnitte. 2, 3, 4. Einer noch. Da unten. Wahrscheinlich muss ich die zusammensetzen. Dann gilt es noch eine Zange, eine Lampe und ein Kabel zu finden. Das ist die Zange. Die Lampe. Und ein Korkenzieher, ja, natürlich. Da. Eine Brotdose, Kabelmesser, Rad. Ah. Das ist die Brotdose. Ist die Sache, wo ist dieses Kabel? Kabel. Da. Messer und ein Arm. Okay. Jetzt brauchen wir noch die Flöte. Das heißt, irgendwo hier muss man was
hochheben können. Ah, da. Okay. Gut. Great, I found a wheel. Is this the missing wheel? Bitteschön. Bless you, Anna. See the switch in front of you? Flip it. All right, I will. Ja, aber brauche ich jetzt mal eine Taschenlampe? Damit ich den finde. Ja, ich finde den echt nicht, ne? Hebel? Wo? Hä? Wo ist denn der Hebel? Ah, oh, Alter, okay. Ja, es hieß doch vor mir. Das ist doch nicht vor mir, das ist da hinten. Du Lappen. Oh, no, 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 no. Den hättest du auch selber anmachen können. Zut. I'm not trying to label you with this observation, but is it fair to say you are more of a visual artist than a technician? I am afraid so. Ja. Would you allow me to take a crack at it? Ja, genau, die macht es jetzt. Anna? If I may ask... My childhood was spent in oil-stained overalls, not turtlenecks. I worked in a repair shop growing up. Well, this pile of junk cannot get any worse, I suppose. Thank you for the vote of confidence. Okay, dann lass mal den Lachs hier reparieren. So, hilf Ruben bei der Reparatur des Dieselmotors seines Korogonza-Mechanismus. Ziehe jedes Zahnrad auf die richtige Stelle des Motors. Ziehe die Kette auf die Zahnräder auf, um zu sehen, ob sie an der richtigen Stelle angebracht wurden. Betätige den Griff, um den Motor zu starten. Okay. So, wir haben hier jede Menge Geschichten. Ich vermute mal, es braucht hier ein Zahnrad. Okay, das passt nicht. Ist das vielleicht so rum? Nein. Das passt auch nicht. Ich glaube, das dicke Ding muss da oben hin. Ja, wunderbar. Okay, dann könnt ihr... Incroyable. You are full of surprises, Anna. Incroyable. Do you see the hooks on the wire above? Would you hang a plate on one? What is Dada? Come. Jawohl. Automated sculpture is a comment on overproduction in our industrial society. The plates represent the corporate waste. Gott. Kann ich doch mal oder kann ich nicht? Oder? Ah, da ist er. What is all this racket? Kommst du her? The racket is capitalism run amok. I told you about my machine. The Korogonza is revolutionary. Ruben, you scared me half to death. Is this piece safe for gallery visitors? Not to worry. We will put them at a distance from the exhibit. I won't have the police shut down another of my exhibitions. Wie That noch was eine. so long ago. Anyway, we have a visitor. Iris, meet Miss Anna Myers. Nice to meet you. Did I brush you off at the bar last night? Think nothing of it. Ach, das war I'm a Demuti. reporter for Eurotagers. I was wondering if I could ask you a few questions about Venice. Why is this wall so desolate?
Ruben, darling, this wall needs our immediate attention. You are correct. Let me think. Miss Myers, we need a moment to contemplate. Wait for me in my office, please. Certainly. I'll meet you in there. Okay, da ist Büro. I'll take a quick look around. Ja, genau. erstmal schnüffeln. Okay, aber erstmal Tagebuch. Dada-Kunst ist schon verrückt, aber mir geht da etwas nicht aus dem Kopf, was mich noch verrückter macht. Ist es denn falsch, wenn ich noch immer Ruben im Verdacht habe? Der Mörder hat eine Verbindung zum Dadaismus. Ruben ist ein Dada-Künstler, einer der wenigen, die der Strömung noch treu geblieben sind. Aber Ruben ist auch nicht der einzige Dada-Künstler in Zürich und ich vertraue darauf, dass Juliet sein Alibi gründlich überprüft hat. Sie ist eine gute Ermittlerin, als dass sie schlampig arbeiten würde. Okay. So, dann schauen wir mal, was die hier alles Start hat. Ein Schnurrbart. Dann brauchen wir Wein und eine Visitenkarte. Ein Zigarettenhalter. Ein bisschen Wein. Tintenfass. Glühbirne. Muschel und Halskette. Gut. Da haben wir den ganzen restlichen Bums. Okay, wunderbar. Great. I found Judith's business card. Why did Iris need Judith's business card? Miss Myers, you have my undivided attention. I found this business card for Lieutenant Judith Halle in your office. Did something happen? Bitte. You found it, did you? Ja, ich habe geschnüffelt. I was robbed a few weeks ago. Nothing serious, I hope? Just clothes and costume jewelry. Nothing to fret over. What exactly did you come here to ask me about? I take it you've already heard the news about Vanessa Fiedler. Yes, Ruben told me. Did you know her? The art world is small. We run in similar circles. I read her reviews. She was obviously an angry, frustrated woman. In a way, I felt sorry for her. At the risk of being too blunt, do you know anyone who would have wanted her dead? Everyone in the art world wanted her dead. Ruben and I won't be shedding any tears for her. You told Judith that Ruben was here yesterday morning. Were you watching him the whole morning? You did, so. You're on first-name terms with Lieutenant Halle. I spent most of yesterday morning in my office. Ruben was working in the hall. Interesting. One last thing. You left this flyer behind at the cabaret. This is the old flyer. We changed the design for the new ones. Thanks for returning it. Are we done? It's none of my business, but you were having quite the argument at Rousseau. Yes, you're right. It's none of your business. Ja, okay, dann What halt will you nicht. do? Miss Myers, this interview is over. Thank you for your time. Okay, also da kommt nicht mehr bei rum. So, ich wollte mich bei Iris Knef einschmeicheln, was aber fehlgeschlagen ist. Mir gegenüber ist sie sehr misstrauisch und ablehnend. Anfangs dachte ich, dass sie eine elegante und warmherzige Dame wäre, aber offenbar gibt es an ihr auch tiefer liegende, dunklere Schichten. Es wird schwierig, sie zur Mitarbeit an diesem Fall zu bringen. Okay, dann gehen wir zurück. What an outburst. I clearly touched a nerve bringing up her conversation from last night. Anna, up here. Ja, ich weiß. Would you hand me my hammer?
Hammer. Where is it? Over there, on the ground. Da. Bitte. Merci. Leaving so soon? Did I scare you away? If anything, the passion you have for your art is energizing. I'm leaving to meet with Judith at the police station. Can I ask you a favor? Would you take my sandwich to her? It is Bitte was? around here somewhere. Bitte was? She gets absorbed in these murder cases and forgets to eat. That's sweet of you. Yes, I'll find your sandwich and bring it to her. So. Echt jetzt? In der scheiß Grüppelecke. Will ich wissen, wo es liegt? Das Sandwich? Ich will, da liegt's. Ja, okay. Gut, ist okay. Alles klar. So, brauchen wir noch einen Bohrer. Der Elefant. Ein Gemälde. Der Rahmen ist kaputt. Dann brauche ich Kleber aus dem Bums. Pfosten. Metronom, warum auch immer. Teller. Die Handschuhe. Dreieck, Uhr, Ölkanne. Einen Haken. So, jetzt muss ich irgendwie das Gemälde hier reparieren. Genau, mit dem Kleber. Ja, wunderbar. Great, I found a sandwich. Ja, okay, gut, dann gehen wir zurück. Hallo? The police station is in the central district. I wonder what Judith has learned so far. Erst mal zurück. Das ist hier wirklich forensisch. Das ist hier forensisch. Hör mal. So, wo ist jetzt, wo? Muss ich hin? Muss ich da runter? Polizeivorhof? Da oben? Wohin? Ist verschlossen? Zimmer. Ich bin bei der Polizist, schon richtig. So rein. Aber wo jetzt hin? Ah. Foto, das wollte ich haben, auf jeden Fall. Ich check's gerade nicht. Wo geht's lang? Polizeiwache. Nix. Ich muss da rein in die Polizeiwache. Spiel, gib mir einen Tipp. Oh, ich muss das Ding... Oh, Alter. Hello, Miss Myers. Hello. Sorry for my behavior yesterday. Okay? Hallo, Uli. I was too hasty. Consider it water under Yeah. the bridge. I'm new to the force. Relatively new. The lieutenant promoted me, and she expects a lot of me. Sometimes the pressure is hard to handle. What if I'm not good enough? I've been in more than a few high-pressure situations myself. My advice: think of yourself as a trapeze artist on a high wire. Echt jetzt? Echt jetzt? If you constantly think about falling, that's paralyzing. You can't perform. Take one small step at a time. Focus on the task at hand. Deep breaths help too. Das ist ein scheiß Vergleich, Mädel. Thank you for the advice. Thank you. Alter. Now, can you point me to Judith's office? Treppe hoch. Of course. The door on the right Ja. upstairs. Mädel, She's hätte ich expecting you. ihr auch sagen können. Thank you, Uli.
Danke, Uli. Alles cool. So. Boah, das mit dem Tor hier, das ging mir hart auf den Sack. Junge. So. Ist sie auch am Qualm hier? Who were those men leaving your office? My superiors. Red tape gives me a damn headache. Smoking like chimneys. Could you open the window? Ja, ich wollte gerade sagen, hier ist es echt. Absolutely. Ja, aber hallo. Stinkt hier, mein lieber Lutz. So, komm hier. Und auf mit dem Ding. Oh, My schon viel boss is besser. exactly the same with his disgusting cigars. They're just awful. Men or cigars? Both, I suppose. So, Hey. did your leads go anywhere? Scheiß Sexistin. Nope. Vanessa hired a maid, Wilma Sommer. Had an apartment key, but her alibi is tight. So, we're back to square one. No strong motives or suspects. Keep your sleeves rolled up. It's a tough case. Got to stay focused. Well, don't forget to eat. Ruben says hello. He asked me to give you his sandwich. Ja. Gönn dir. Ruben thinks I can't feed myself like I'm a child. I thought it was sweet. He cares about you. Well, enough about me. You should meet our forensics expert. Du sollst ein Sandwich He essen. works in the lab downstairs. Let's go. Nee, ja, gut, wie auch immer. Guten Hunger, ich geh runter. So. Okay, du kommst auch mit. Ey, Mann. Gut. What a surprise to see you here, Anna. You two know each other? Without Dirk's help, I wouldn't have solved half my cases. He's taught me a lot. Echt? Hat man die schon mal getroffen? Ich habe keine She Ahnung. flatters me, but there are many analysts like me in the world. Anna's intuition and ambition are one of a kind. The Vanessa Fiedler murder. Yes, let's dive in, shall we? There were fingerprints on the scene. They matched the victim herself and Wilma Sommer. There was another print on her typewriter, but it was damaged, so we can only guess who the print belongs to. As for the message on the ground, it was written in a mix of green oil paint and blood. There were also signs of sexual assault. Okay. Then it's likely the crime was committed by a man. Anything else? Evidence suggests she was strangled to death, then stabbed with a knife half an hour later. Und warum? Stabbed half an hour later. Why? Why? I have no idea. Why is your department, isn't it? Perhaps he needed blood to write his message. How revolting. Dirk, may I have a look at the damaged fingerprint? If Judith doesn't mind. I'll sign off, Dirk. Let her look. The fingerprint lab is right over there, Anna. Bitteschön. Gut. Also. Finde die Fingerabdrückstücke auf dem rechten Blatt, die zu den Ecken der unvollständigen Fingerabdrücke auf dem linken Blatt passen. Ziehe ein Fingerabdruckstück auf eine der Ecken auf dem linken Blatt, um zu überprüfen, ob beide übereinstimmen. Ist das der Fall, erscheint ein weiteres Blatt mit Fingerabdruckstücken. Schönes Wort, Fingerabdruckstück. Gut, also, es geht hiermit los. Oder? Oder? Da fehlt die Hälfte. Jetzt check ich's. Das heißt, es dürfte der hier sein. Dann haben wir unten hier die Sache. Das ist der hier. Wegen diesem runden Zipfelchen hier, ne? Das da ist der hier. Dann haben wir hier unten. Das ist der hier. Und hier oben den. Da haben wir hier so ein Zickzack-Ding. Das haben wir auch hier. Also der da. According to your fingerprint files, there's a strong chance Iris Knef is a match. Agreed, but it won't be admissible as evidence since we can't guarantee a perfect match. At least it gives us a lead.
Iris said she knew Vanessa, but implied they weren't close. If Iris was in Vanessa's home, perhaps they were closer than she let on. What's Iris hiding? Should we go to the gallery and ask her? Not yet. I'll ask Uli to trail her first. Uli. That often gets us new leads. You know best, Lieutenant. I told you. Call me Judith. Right, Judith it is. Lieutenant, bloodshed at the hospital. Was? What happened? A nurse called, said a doctor was killed. She was in shock, wouldn't say anything else over the phone. We have to hurry. Join us, Anna. Certainly. Which hospital? Hauptkrankenhaus, in the suburbs. I'm on Hauptkrankenhaus. my way. Aber hallo. So, gut, dann, alle hopp. Gehen wir hin. So, auf ganz entspannt. 30 Minuten später. Oscar, secure the perimeter. Uli, with me. Yes, ma'am. Here, this way. Jetzt kommt gleich so ein Dau. Oh my word! Oh, Junge, lass mal sehen. Oh. Der hängt nur ein bisschen rum. Also. Oder sie hängt ein bisschen rum und er hat leicht Kopfweh. That's Wilma Sommer, Vanessa's maid. I questioned her about the murder earlier today. Vanessa's maid. I wonder if their murders are connected. Don't jump to conclusions. This must be Dr. Raymond Krantz. Raimund Kranz. Stabbed multiple times, no other visible wounds. Oh, kommt da noch was, oder? Was? Uli, you klutz! You Klotz. Those sparks could have started a fire, destroyed evidence. Sorry, Lieutenant. Sorry. Go and question the nurses. Find out everything they saw tonight. Yes, ma'am. Okay. I haven't seen you speak so brusquely before. This isn't kindergarten, Anna. Look around. Uli needs to toughen up, act more like Oscar. Anyway, back to work. The scalpel is the likely murder weapon. It's covered in blood. The murderer found their weapon in the hospital. Perhaps it was a spontaneous decision to kill Dr. Kranz. Looks like it. Grabbed the first sharp object they saw. Do you mind if I give the doctor's corpse a closer look? Go right ahead. Holy moly, den nächsten Toten. Hier haben wir die Tatwaffe. Ich bezweifle, dass wir am Tatort Fingerabdrücke finden werden, abgesehen von denen des armen Mädchens, das in der Mitte des Zimmers ein bisschen rumhängt. Die Krankenpflegerin war in Panik, als wir im Krankenhaus ankamen, und das aus gutem Grund. Der Körper des Arztes war mit tiefen Stichwunden übersät und überall gab es Blutspritzer. Ein schauerlicher Anblick. Als Journalistin versuche ich, objektiv zu bleiben, aber wie kann man solche Schrecken neutral betrachten? Das ist eine gute Frage. So, es geht noch weiter. Judith und Dirk sind die hellsten Köpfe der Züricher Polizei. Mit Dirk arbeite ich immer gern zusammen und wenn ich sein Labor aufsuche, lerne ich stets etwas Neues über forensische Analysen. Es ist gut möglich, dass wir einen Fingerabdruck von Iris am Tatort gefunden haben, aber leider ist er beschädigt, weswegen wir nicht mit 100%iger Sicherheit sagen können, dass er von ihr stammt. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, ich schaue mich hier mal um. What a ghastly way to go. Aber hallo. The stab wounds look frantic. Chaotic, if you will. Jetzt richtig zerfetzt, hör mal. Less of a murder, more of a rampage. Precisely. What do you make of the Science Universe journals fixed to the wall? Covered in blood. Very strange. Der macht kein Dinger. Maybe the killer hates doctors. Or Science Universe.
Then why not destroy the journals? This looks almost like... Decoration? Yes, exactly. Let's continue. What's he holding in his fist? I don't know. It's a little hard to tell, since it's soaked in blood. I'd better clean it first. The blood is dry and crusty. I'll need a wet sponge to clean it properly. Nassen Schwamm. Nassen Schwamm. Okay. The blood is dry and crusty. Ja, I'll need a wet... okay. Wo kriege ich jetzt einen nassen Schwamm her, hör mal? Da ist ein Waschbecken, da ist ein Tuch. Gönn dir. Great, I found a wet Great, sponge. I found a wet gauze. Oder einen feuchten Verbandsmull. So, alle hopp. This should do the trick. Ja. Alle hopp. Geh mal hin. Great, I found the poem, The Joy. The joy. Death is our only son. We leave both mother and child. Slaughter is our final joy. What's that filth you're reading? It's a poem the doctor was holding. Very similar in style to the poem from yesterday. This is strong evidence the murders are connected. Give it here. Yep. Don't rush to judgment. Maybe there's a link. Feels circumstantial, though, not conclusive. Is it possible Wilma may have killed Dr. Krantz? It's possible. Maybe she killed him, and then hanged herself. But what's the motive? Ahnung. Interesting how the desk lamp is pointed at the crime scene. It's almost like a spotlight. Combined with the poem, it reminds me of an art installation. A chilling one. Search Dr. Kranz's belongings. See if there's a link. Between the victims? Excellent idea. Aber vorher lese ich noch. Da geht's weiter, genau. Hier haben wir die Tatwaffe. Ich bezweifle, dass wir am Tatort Fingerabdrücke finden werden, abgesehen von denen des armen Mädchens, das in der Mitte des Zimmers hängt. Das haben wir ja schon, genau. Das Gedicht bezieht sich auf Mutter und Kind. Was hat das mit Wilma und Dr. Krantz zu tun? Oder spricht da nur der Wahn? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das werden wir erfahren. Doch das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.